Moin zu einer neuen Runde State of Survival zwischen den Jahren. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und wir haben wieder mal eine Neuerung auch auf den Live-Servern. Ihr fragt euch sicherlich alles, wofür braucht ihr diese Wechselpässe? Bisher gab es nur Staatsfusionen. Jetzt gibt es auch Staatsmigration. Staatsfusionen sind, ganze Staaten werden zusammengebracht. Staatsmigration bedeutet, ein einzelner Spieler kann sich entscheiden, in einen anderen Staat zu gehen. Dafür gibt es aber auch gewisse Regeln und gewisse Voraussetzungen. Die erkläre ich euch jetzt, denn das Ganze beginnt mit einem Staatstransfer-Event, so nennt sich das. Das geht 6 bis 7 Tage, je nachdem, wie man das genauer definiert. Und die ganzen Informationen, die ihr jetzt bekommt, sind teils aus den Daten, teils aus den anderen Spielen, die sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind, die einfach nur ein anderes Topic haben, aber im Endeffekt von vielen Mechaniken her genau gleich funktionieren, unter anderem auch bei der Staatsmigration. Das Staatstransfer-Event, wie gesagt, geht ungefähr 7 Tage und Tag 1 bis 3 ist im Endeffekt nur, dass der Governor das Kraftlimit für Spieler setzt, die zu euch in den Staat kommen wollen. Da gibt es auch noch Restriktionen, die erkläre ich euch gleich. Tag 4 und 5 kann der Governor Spieler einladen. Der kann aber nicht unzählig viele einladen, sondern es sind nur 3 Stück. Gehe ich aber gleich nochmal genau drauf ein. Und Tag 6 und 7 sind dann offene Migration. Da kann jeder Spieler, der das Kraftlimit, das der Governor vorher gesetzt hat, nämlich zu euch in den Staat kommen. Allerdings, Staatsmigration ist nicht so, dass du dir irgendeinen Staat aussuchen kannst, sondern innerhalb des Events gibt es dann auch nochmal einen gewissen Staatsbereich an, Staat 1 bis zum Beispiel 100. Das ist nur ein Beispiel, wie es genau ausgeprägt wird. Das steht leider noch nirgendwo. Das ist auch in den anderen Spielen sehr unterschiedlich. Mal sind es nur 8 Staaten, in denen man irgendwie rumspringen kann, mal sind es wesentlich mehr. Dementsprechend kann ich euch das nicht genau an der Stelle sagen. Dann, wie viele Leute können denn zu euch in den Staat kommen? Das ist bei allen Spielen von Kings Group Fun Plus ziemlich gleich geblieben. Mal sind es 50 oder 100. Und 50 war meistens bei sehr aktiven Staaten die Limitierung und bei eher inaktiveren Staaten, da wo nicht so unfassbar viel Aktivität mehr stattfindet, waren es eben 100. Und natürlich die Limitierung, die der Governor setzt, damit ihr irgendwo hingehen könnt, ist eben auch gesetzt und es kann eben auch nicht so jeder einfach irgendwo hin. Wie gesagt, der Governor setzt das Kraftlimit, wie viel BP wird sie auch gerne genannt, also wie viel Kampfkraft hat ein Spieler, wie viel darf überhaupt bei euch in den Start. Und unabhängig davon, wenn die 100 schon erreicht sind oder die 50, kann der Governor auch nochmal 3 Spieler einladen und trotzdem, die Tickets dafür müssen vorhanden sein. Darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Die Anforderungen, um die Migration als Spieler durchzuführen. Davon gibt es 7 Stück und ich fange mal an. Das erste ist, das Kraftlimit des Governors muss befolgt werden. Also ihr kannst nicht mit mehr Kampfkraft rübergehen. Es gibt ein gewisses HQ-Limit, das mindestens erreicht wird. Bei den anderen Spielen waren es auch 6, weil vorher kannst du mit den Neulings versetzt das gegebenenfalls bei deinem ersten Account machen. Dann alle Märsche müssen in der Siedlung sein. Du darfst in keiner Allianz sein. Du darfst auch nicht der Governor sein. Und du musst die notwendige Anzahl an Wechselpässen haben. Sonst kannst du natürlich auch nicht wechseln. Aber jetzt kommt der Haken, wo viele schon gedacht haben, das ist eine Option. Keine Truppen dürfen in der Musterung oder im Krankenhaus sein. Das heißt, bei Start gegen Start kannst du nicht einmal völlig eskalieren. Hast die Musterung komplett voll und das Krankenhaus voll und wechselst dann. Das wird nicht funktionieren, weil diese Limitierung gibt es und dann kannst du einfach nicht wechseln. Also musst du gegebenenfalls mehr Pässe dafür aufwenden können. Was passiert eigentlich bei der Migration? Bei der Migration, du kannst einmal wechseln. Danach gibt es einen Cooldown von aktuell, ist es in den anderen Spielen auch so, 90 Tagen. Ich gehe davon aus, dass das auch für dieses Spiel gilt. Und was noch dazu kommt, du verlierst natürlich in dem Moment, wo du wechselst, alle aktuell laufenden Event-Rankings. Als auch das, was du gerade potenziell vielleicht noch am Gewinnen bist, an diesen Honor- und destillierten oder extra destillierten Biocaps. Die gehen durch den Wechsel verloren, alles andere geht nicht verloren, auch wenn du irgendwelche laufenden Bezahl-Subscriptions hast, dann gehen die dadurch nicht verloren. Bei den Kosten gibt es 2 Varianten, die Kings Group Fun Plus aktuell in den Spielen hat. Das ist einmal
dass du innerhalb dieser Staatsreichweite, die in dem Event stattfindet, einfach nur entsprechend deiner Kampfkraft die Pässe haben musst. Ihr seht das auch in dem Bild, ne? Je mehr Kampfkraft ihr habt, desto mehr müsst ihr da zahlen. Das ist aber wirklich nur ein Beispiel. Das kann total anders sein für ganz junge Staaten, weil das dann natürlich das Kräfteverhältnis noch ein anderes ist und dass das dann eben entsprechend angepasst wird. Aber das ist eine Option. Die andere Option ist auch, dass ihr je nach Stärke im neuen Staat, also wenn ihr in einen neuen Staat geht und dort potenziell Rang 1 einnehmen würdet von der Kampfkraft her, dass ihr anhand dessen eher die Anzahl an Pässen bezahlt. Und natürlich, je höher ihr in einem Ranking im neuen Staat wärt, desto mehr Raid-Pässe müsst ihr bezahlen, beziehungsweise Wechselpässe in dem Fall. Das sind zwei Optionen, die es in den Spielen von FunPlus Kings Group gibt. Ich glaube, dadurch, dass sie es in den Staatsreichweiten schon einschränken werden, wird das nicht zwingend nach der Stärke im neuen Staat sein, sondern tatsächlich einfach nach deiner Kampfkraft sein. Und natürlich das Staatsalter wird bei den Staatsreichweiten, also den Anzahl an Staaten, die ihr wechseln könnt, auch beschränkt. Dann, wie kommt ihr eigentlich an die Pässe? Da gibt es natürlich einmal den Allianzladen, wo ihr 700.000 Silber braucht, um einen einzelnen Pass zu bekommen. Sind wir mal ganz ehrlich allesamt miteinander, niemand wird so viel Allianz-Silber sammeln können, wenn er auch gleichzeitig ein starker Spieler ist. Der wird das auch genutzt haben, um zum Beispiel die Dienstabzeichen zu kaufen oder ähnliches. Und dementsprechend wird niemand so viel Allianz-Silber haben, um, wie ihr in dem Beispielbild auch eben gesehen habt, mal eben 100 Pässe oder auch 80 Pässe oder sei es 40 Pässe zu kaufen. Weil 40 mal 700.000, das sind einfach 28 Millionen Allianz-Silber. Die hat niemand mal ebenso vorrätig. Oder wenn überhaupt ganz wenige. Daher wird es auch Pakete geben. Ich habe keine Pakete euch jetzt hier eingeblendet, weil die Paketstruktur in den Spielen, wo es die Staatsmigration schon gibt, die ist total unterschiedlich. Und dementsprechend bringt euch das auch keinen Mehrwert an Informationen. Aber jetzt würde ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Für wen macht das eigentlich Sinn? Für wen macht eine Staatsmigration Sinn? Weil es wird weiterhin Staatenfusionen geben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Staatsfusionen sind einfach unterschiedlich. Staatsfusionen sorgen für mehr Competition, also mehr Wettkampf innerhalb des Staates, als auch mehr Aktivität grundsätzlich im Staat. Und das sorgt natürlich für das, was natürlich das Unternehmen auch haben möchte, dafür, dass mehr Konkurrenz zwischen den Cachern ist und damit eben auch mehr Umsatz wieder generiert wird. Dementsprechend werden sie mit den Fusionen nicht aufhören. Staatsmigration ist an der Stelle natürlich auch nur sinnvoll für Spieler, die wirklich unglücklich in ihrem Staat sind. Denn wenn da ein starker Spieler rausgeht, der Staat wird eher sterben. Dementsprechend wird es auch dort eine Limitierung geben. Deshalb gibt es auch diesen Cooldown. Das heißt, ihr könnt nicht einfach irgendwo überall die ganze Zeit springen. 90 Tage Cooldown ist natürlich auch so, dass ihr dann mindestens mal 3 Monate den Start aushalten müsst. Müsst ihr euch genau überlegen. Ansonsten gibt es natürlich vielleicht weiterhin auch noch die Option mit 61 Tage offline gehen und dann so den Start wechseln. Aber für Spieler, die gegebenenfalls zu Freunden gehen wollen oder natürlich einen unfassbar starken Start in ihrem direkten Umfeld haben und sagen, hey, das ist ein Start, da will ich unbedingt hin, ich kenne da gute Leute, dann macht diese Staatsmigration Sinn. Für alle anderen, das ist echt nicht das Allheilmittel. Staatsmigration ist genauso wenig ein Allheilmittel wie die Staatsfusion. Die Staatsfusion sorgt einfach nur, dass wieder ein bisschen mehr Leben da ist und in vielen, vielen Fällen der Staatsfusion sorgt das am Ende natürlich auch, wie in meinem Video zu Staatsfusion, dafür, dass ihr mehr Konkurrenzkampf habt. Das sorgt aber auch dafür, dass Leute, die vorher mit wenig Aufwand relativ gute Platzierungen hatten, vielleicht auch aufhören. Und das ist halt immer wieder eine Ambivalenz dessen, man möchte mehr Aktivität, aber man möchte eigentlich sein gutes Standing innerhalb des Staates nicht direkt verlieren. Das soweit zu den Wechselpässen zur Staatsmigration. Wann das Ganze stattfindet, ist noch nicht genau klar. Es wird sicherlich im Januar 2023 starten mit Teststarten. Allerdings
ist da noch nicht genau bekannt, welche Teststaaten das sind. Wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, ich werde immer wieder einen angepinnten Kommentar ganz oben aktualisieren mit den Staaten, die momentan Teststaaten sind. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, und wenn ihr mehr Informationen über das Ganze haben wollt, dann liked das Video gerne, als auch gebt mir ein Abonnement, denn dann kann ich das weiter so machen. Vielen Dank für eure Zeit.